Reka, der da, kennt Ren nämlich nicht. Der da. Ja, oh. Den muss ich für YouTube, glaube ich, rausschneiden. Naja. Und das Video. Ja, das Video war krank. Oder. Hallo YouTube-Menschen, wir haben uns soeben den Fire in the Booth-Auftritt von Ren reingefahren und fanden das Ganze wunderbar und spektakulär. Da ich nicht weiß, was zuerst auf YouTube kommt oder ob beides auf YouTube kommt, jetzt nochmal ein kleines Intro. Falls ihr die Einordnung zu Ren haben wollt, was wir ja normalerweise immer machen, gerne das letzte Video angucken, also unsere High-Ren-Reaction. Da mache ich am Anfang eine kleine Einordnung, weil Reka, der da, kennt Ren nämlich nicht. Der da kennt Ren nämlich nicht. Ich kenne Ren. Ich kenne auch das meiste von ihm. Und es ist quasi eine Reka First-Time-Reaction. Diesmal haben wir uns hingesetzt und gedacht, gut, welche 2 Sachen von ihm schauen wir uns denn dieses Mal an? Am Sonntag um 14 Uhr im Livestream. Dieses Mal ist es Money Game Part 3, weil sehr geiler Teil von der Money Game Series. Und ich glaube, dass das ein weiterer sehr guter Einstieg für Reka ist in den ganzen Spaß. Irgendwelche Fragen? Ich bin einfach nur gespannt. Ich habe keine Ahnung, was diese Reihe überhaupt quasi bedeuten soll. Also Geldspiel, Das Money Game. Teil, das Money Game, also einfach Kapitalismuskritik. Oh, eine vielleicht sehr treffende Schlussfolgerung und Ableitung aus dem dir vorgetragenen Titel des Werkes. Kapitalismuskritik ist definitiv ein großer Teil dieser Reihe. Sehr gut, Reka, sehr gut. Oh, Wirklich. Und deswegen sehr, starten sehr wir auch gut. direkt mit dem 3. Teil. Ja, die kann man tatsächlich einzeln auch hören. Warum wir sie jetzt nicht in Reihenfolge machen? Einfacher Grund, wir haben nicht so viel Zeit im Stream. So, wir haben jetzt schon eine Stunde für Ren reserviert und wir können leider nur einmal die Woche streamen für so 3 Stunden. Deswegen machen wir die jetzt nicht alle hintereinander. Aber es wird mehr Ren kommen. Wenn ihr wollt, dass wir mehr Ren hören, ihr wisst, wie es läuft, ne? In die Kommentare. Ansonsten gerne auch im Stream vorbeischauen, was vorschlagen. Fangen wir an. Money Game Part 3. Ich würde dir wieder das Pausieren und Play drücken überlassen und würde dich darum bitten, zwischendurch deine Gedanken kundzutun, mein lieber Freund. Oh, schönes Grand-Piano. Oh, das liebe ich bei der Stereophonie-Vertonung eines Klavieres, dass der Verlauf der Klaviatur sich im Stereobild ähnlich abbildet. Also, dass höhere Töne halt für einen weiter rechts sind, tiefere weiter links, weil die Klaviatur ist ja auch so ausgelegt, also für den Spieler jetzt im Moment. Das ist, Ren hat keine sich Ahnung, das ist einfach was das ich mag. Spielen dieses Instruments selbst beigebracht, schreibt Nessie gerade. Poggers. Das ist schon... Ich habe mir brauchst schon du mal auch, vor allem, selbst wenn du beigebracht, produzierst. wie ich mir Magie-Tütensuppe mache. Ich warte Ich hab schon drauf, mal dass Miri hier Fortnite. reinkommt und mir auf die Schulter klopft. Dann ist jetzt wohl Zeit, um weiterzumachen. Ja. Stimmt nicht, ich hab dir geholfen. Ach. Schönes Intro bisher, finde ich. Ah, der Abfall. Also der runter... Ja, der Abfall. Video bisher. Ja, yeah. Ich finde diese Symbolik dessen spannend. Also wenn wir jetzt schon reingehen und wissen, okay, das ist Kapitalismuskritik, wofür der Anzug ja eindeutig schon mal so steht für Business. Ja, ja, klar. Und das im gleichen Zuge
der Strick und die Dingstens über den Kopf. Halt einerseits natürlich fürs Hängen, also dass es halt tödlich endet, so in dem Sinne erstmal steht, sehr wahrscheinlich, aber auch für den Verlust der Individualität. Ja, sehe ich. Und er ja auch mit dem Abziehen davon so seine eigene, ich sag mal, sehr intensive Individualität nochmal darstellt. Ich meine, er trägt Ohrringe, er trägt, ich sag mal, eine relativ abgefahrene Frisur und dass es da direkt so ein Bruch irgendwie entsteht. Ja, hast du sehr, sehr gut analysiert einfach. Was soll ich dazu sagen? Deutschunterricht, 11. Klasse, ne? Für diesen Stream relevant hier, ne? Ja. Ich hoffe. Aber dann gucken wir dir mal weiter. Es ist generell so ein Ding bei ihm, dass er das gerne macht. Zum Anfang des Liedes mal ein bisschen oder das macht er öfters, ja. Aber es gibt dir nochmal so einen schöneren Intro-Charakter. Genau. Weiter. Let me tell you a story about a boy named Jimmy. 1 year old and his first words were mine, gimme. 2 years old he was walking, 3 years old walking quickly. 4 years old he was running round the pavements of his city. 5 years old and his daddy told him, listen here son, you gotta learn to be a man. A man, he works for what he wants. 6 years old and he's reading, writing, top of the bunch. And when he's 7, his progression made him student number 1. 8 years old and he's praised for unusual grades. 9, his parents paid for private school to nurture the flame. 10, 11, 12, 13, he ascends and ascends. His daddy tells him, son, money is the means to all ends. 14, solving complex mathematical equations. At 15, IQ 150, still elevating. 16, he develops complex software code that detects weaknesses in cybersecurity protocols. 17, and he sells his vision, keeping the share. Not yet an adult, but he's practically a millionaire. Ich finde es sehr interessant, wie ich das selber als schon so positiv auffasse, dass dieses Kind so ein Wunderkind ist. Also, dass man das auch sofort als Wunderkind so framen würde. Obwohl das ja relativ eindeutig ist, dass der Vater vermittelt, ja, leiste halt, sonst liebe ich dich nicht, lol. Ja. Alles, was er ja erzählt, da kam ja sowas wie erste Liebe gar nicht vor oder sowas. Also, das alles Relevante, was vorhanden ist Leistung, schaffen, machen, Geld. Ja, leiste, sonst bist du nichts wert. Die Leistungsgesellschaft. Also für mich als alten Antikapitalisten ist das wirklich wunderbar. Das ist tatsächlich wunderbar. Es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Alles, was beschrieben wird, ist in den ersten 13 Lebensjahren nur Hauptsache, der ist schlau und verdient damit Geld. Also nicht mal, dass er schlau ist gar nicht so wichtig, sondern Hauptsache, er verdient damit Geld halt. Dass er quasi nur darüber sein Wert definiert wird. Ja, aber du verstehst langsam so ein bisschen den Aufbau des Songs. Es ist eine Lebensgeschichte. Genau, und es wird auch sofort in Skalen wiedergegeben, ne? Der Beste in seiner Klasse, schreibt nur Einsen, IQ 150, also dass sofort Zahlen rangenommen werden, um das Kind mit anderen zu vergleichen. Genau. Und ihn als das beste Kind auf jeden Fall zu haben. Ja, beschreibt sehr gut die Gier des Menschen. Ich glaube nicht, dass Menschen inhärent gierig sind. Ich glaube, dass unser System jeden Menschen zu einem gewissen Teil dazu erzieht, Gier zu entwickeln. Punkt. Können wir jetzt lange ausdiskutieren? Ist meine Meinung dazu. Müssten wir sehr lange ausdiskutieren. Meine Meinung war da auch minimal anders als deine, aber nee, das Fass machen wir nicht auf, sonst sitzen wir echt noch eine Stunde. Ich gehe da auch jetzt nicht drauf ein. Ja. Dass da auch wieder ein Überlebenssinn drin ist, so von wegen, dass der Vater das nicht mal böse meint, so wahrscheinlich ist er davon einfach überzeugt und sagt, ja, anders überlebst du halt nicht. Du musst es so machen, also mach. Ja, ist halt ein komplett asozialer Wert, aber auch. Ja, und das auch wieder, jetzt wird wieder eine Skala genommen, ne? Du bist 18, du bist erwachsen. Punkt. Ja. So, es wird überhaupt nicht über emotionale Entwicklung gesprochen oder so, was ja eigentlich dann immer erwachsen ist, sondern es wird wieder an der Skala gemessen. Du bist 18, du bist erwachsen. Ja, Shiro schreibt gerade, aber dieser Überlebenssinn ist so künstlich. Es ist nicht tatsächlich so, dass man nur klarkommt, wenn man egoistisch ist. Nee, natürlich nicht. Also absolut richtig. Das ist halt systemisch bedingt einfach. Ja, es ist ja genau falsch rum. Wir haben uns irgendwann mal Geld ausgedacht und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass Geld jetzt einen Wert hat und seitdem funktioniert das halt, dass wir uns Papierscheine hin und her schieben und einige Menschen
Menschen halt, einige Milliarden Menschen deswegen halt in purer Armut leben, während so grob 7 Menschen sich Inseln kaufen. Das ist halt, also, naja, gut, ist halt cool für die 7. So, das ist, naja, scheiß System. Typisch für Eltern, die selbst nichts geschafft haben und dann ihre Kinder pushen. Oder für Eltern, die genau mit diesem System einen riesigen Erfolg hatten und Angst haben, dass es ihren Kindern, dass sie, wenn sie nicht die exakt selben Werte, die sie zum Erfolg gebracht haben, was in unserem System nun mal halt Raffgier ist, wenn sie die nicht vermitteln, dass ihre Kinder dann weniger haben. So, dass einen Lebensstandardsverlust erleiden. Geld ist nur ein Stück Papier, ja, genau. Ich hätte schon gesagt, dass die Menschen, die sich für andere opfern, meistens sich selbst aufgeben. Sehe ich komplett anders. Und selbst wenn, also nehmen wir das mal als Prämisse, dass das, was du da sagst, korrekt wäre, selbst dann wäre das ja systemisch bedingt. Das wäre dann ja nur so im Kapitalismus. Wenn du ein deutlich sozialeres Gesellschaftssystem hättest, bräuchtest du erstens keine Aufopferung für andere, weil jeder klarkommen würde, und zweitens, selbst wenn du dich für jemand anderen aufopfern würdest und dein Leben selbst deswegen nicht so führen würdest, wie es dich in diesem System zum Erfolg bringt, hätten wir ein soziales Auffangnetz, das dich trotzdem so gut auffängt, dass du dich nicht selbst aufgeben musst. So, genug gewaffelt, wir hören weiter. Ja, ich würde da eigentlich gerne Takes dazu bringen, aber wir müssen hier vorankommen. Deswegen muss ich alles stehen lassen, was du sagst. Also wenn du komplett eine andere Meinung vertrittst, dann hau raus. Nee, nur so leicht andere Meinung. Und das ist so detailbasiert andere Meinung. Also dass so einzelne Bestandteile dieser Beispiele, dieser Meinung ich als ein bisschen anders empfinde. Aber wie gesagt, wir würden hier bis morgen sitzen. Wir brauchen echt einen zweiten Stream in der Woche eigentlich, ne? Wir brauchen echt, also... Wir bräuchten für sowas echt einen zweiten Stream in der Woche. Ja, vielleicht so an so einem Tag, der auch lustige Alliteration dann dafür bieten würde und wo man genau solche Themen besprechen würde. Der Money-Mittwoch. Money-Mittwoch. Kommt noch. Moneten-Mittwoch. Weiter geht's. 19, he turns a profit, stocks and shares, invest in product. 20, double down deposits. 21, his income rockets. 22, he learns the truth is just an obstacle to wealth. If you manipulate the data, then the lie will sell itself. 23, a life of love. Wann ist der rausgekommen? Ende genau, 2023. Okay, weil das mit Lügen ist ja jetzt die letzten Wochen sehr, sehr aktuell geworden in Amerika. Ja. Nein, also das die letzten Wochen. Das ist also der gesamte Also Wahlkampf. Schon immer? Ja. Also alles, was ich jetzt, also jetzt ergibt sich das ja alles. Jetzt kommt ja die Conclusio von diesen ganzen Lügen und dass daraus Geld gescheffelt wird aus diesen Lügen heraus. Demagogen machen genau das. Das ist ja die Berufsbeschreibung eines Demagogen. Was da gerappt wird, was du gerade gesagt hast auch. The truth is just an obstacle to wealth. If you manipulate the data, then the lie will sell itself. 23, a life of luxury, crystal and cocaine. 24, he makes the Forbes list, they're applauding his name. 25, and his daddy tells him, listen here, son, while you're sitting in that palace, that don't mean that you won. 26, a business... Zwei Aspekte schon mal. Kokain. Warum Kokain? Ist er etwa nicht so ganz zufrieden? Ist es etwa zu viel? Braucht er was zum Aufputschen, zu besser fühlen? Macht ihn das doch nicht zufrieden? Ist vielleicht auch die Leistung, die er erbringen kann, ohne Aufputschmittel, für ihn selbst nicht zufriedenstellend und nur mit unnatürlichen Mitteln erreichbar. Und ich finde... Entschuldigung, ja? Ich glaube, du wolltest zum gleichen Punkt hinaus, oder? Wenn du es nicht sagst, weiß ich es nicht. Ja, stimmt. So funktioniert ja Kommunikation, Entschuldigung, das vergesse ich manchmal. Ja, dieses mit 25, ja, du lebst schon im Palast, aber gewonnen hast du ja eigentlich noch nicht. Ich finde die Formulierung da wichtig. Ja, das Gewinnen. Genau, das Money Game. Kapitalismus durchspielen quasi. Du hast noch nicht durchgespielt. Durchgespielt hat Elon Musk vielleicht. Yeah. Der Piep. Entschuldigung. Ja. Oh. Den muss ich für YouTube, glaube ich, rausschneiden. Naja. Ja, sein Herz geht raus an alle. Na, hör mal. Sorry, Pipesy. Entschuldigung. Ich hatte auch vorhin gelesen, dass du das erste Mal eine Nachricht geschrieben hast. Und Hallöchen, schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Der hat auch Gefühle, hoffentlich. Also, er hat ja angeblich Aspergers. Ist mir scheißegal. Und ich habe ja auch Aspergers. Also es nennt man ja nicht mehr Aspergers. Und ich fühle nichts. Deswegen, der hat auch Gefühle? Ich glaube kaum. So einfach ist das. Also darf ich jetzt auch den Hitlergruß machen und das auf meine psychische Prägung schieben? Klar. Am besten on-stream. Da brauchen wir uns keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie wir das hier weiterführen. Ja. Dann ist das Ding durch. Pixie sagt nicht Asperger, sondern Autismus-Spektrum. Ja. Ist ja mit Asperger ist mittlerweile raus. Das nennt es ja eigentlich nicht mehr so, aber wird ja so nur genannt. Euthanasie von behinderten Kindern hat er auch gemacht. Ja, genau deswegen sollte man Asperger auch nicht mehr sagen. Das ist kein... Jetzt sagt man halt lieber
Ass. Vor allem im englischen Raum ist es ja noch sehr normal, Asperges Ja. dazu sagen. Deswegen, um da einfach einen besseren Kontext zu schaffen. Ich mache weiter, Entschuldigung. Alles gut. Shift, he switches business to arms. He's 27, dealing nuclear and shells in Iran. 28 inside the Senate, money bought him a seat. He's 29, a role of counsel in the president's suite. Now he's 30, his daddy says you're losing the race. You're just a servant to the king, not even in second place. 31, a big maneuver for his daddy's approval. Moving imports over borders from the exports out of Cuba. 32, moving grams, growing kilos to tons. He's 33, filling warehouses with powder and guns. 34, turf war with nobody to stop it. Blind eye from the po-po inside of his pocket. Ich finde es auch schön, dass die anderen alle wieder, ne, die sind nicht einsehbar, nicht individuell, die sind alle austauschbar, natürlich wieder für ihn. Warum jetzt sofort der Switch zu Drogenhandel kam? Über das Koks und halt einfach über den Decline. Wir befinden uns jetzt ja gerade an dem Punkt, wo es zerbricht. Ja, okay, also er brauchte quasi für seine Geschichte, brauchte er einen Punkt, wo es zerbricht und dafür hat er jetzt den Drogenhandel genommen in seiner Geschichte. Ja, und auch einfach, weil das halt oft eine Konsequenz ist. So. Also nicht der Drogenhandel an sich, aber Drogen und Waffen sind ja sehr symbolisch für uncoole Machenschaften. So. Und das ist ja mit dem Kapitalismus so verknüpft, dass du, um an einen Punkt der Macht und des Reichtums zu kommen, an den 99,99% der Menschheit niemals kommen werden, musst du automatisch erstens für Leid sorgen und zweitens halt Dinge tun, die allgemein eher als nicht so cool gelten. Und das sind ja wirklich Drogen und Waffen sind ja das Plakativste, was du da machen kannst. Und es sind ja auch die profitabelsten Geschäfte, die du machen kannst. Ja, das ist, stimmt, Pixie hat auch nochmal gesagt, unglaublich profitables Geschäft und halt auch symbolisch sehr stark dafür stehend, extrem hohes Risiko, aber extrem hoher Ertrag dafür. Also so ultrakapitalistisch im Endeffekt, ja. Also ich fand, das wirkte nur, also das wäre jetzt Meckern auf ultra hohem Niveau. Ich finde, das ist nur ein relativ einfacher Kniff in der Erzählweise, um einzuleiten, dass alles bergab geht. Genau, swallow all your morals, they're a poor man's quality, ist ja genau das, was Drogenhandel und Waffen dann, also wenn du keine Moral hast, machst du halt mit dem Leid und der Sucht anderer Geld. Das ist ja wirklich das Unmoralischste, was du machen kannst. Waffen verkaufen und mit Drogen handeln. Viel unmoralischer wird's nicht. Weiter. Inside of his pocket. He gets the call. I'm sorry, son, but it's your father. Had a heart attack. I'm sorry, he's gone. 36, getting pissed off, abusing his product. 37, eyes glazed, disposition demonic. 38, with a prostitute, a moment of passion. Heating up a silver spoon and then chasing the dragon. 39, getting reckless and hungry for power. Daddy's words are still driving him to kill and devour. Makes a move against the cartel, but the strategy's flawed. They retaliate and leave him in a hospital ward. A bullet buried in his vertebra and one in his leg. The doctor... Hast du auch mitbekommen, so Chasing the Dragon und so, also Heroin-Abuse und so weiter und so fort, also halt, okay, gut. ...sighs and says, I don't think you'll be walking again. Fuck. Let me tell you a story about a boy named Jimmy. He was 40 and he cursed the words, mine, mine, gimme. 41, he wasn't walking. 42, not walking quickly. 43, never running round the pavements of his city. 44, inside a palace with a mountain of gold. But those riches turn to rubble and perspective evolves. Weighing heavy on his conscience is the value of gold. Lamborghini for a life, trading money for souls. Jimmy followed the code inside the land of the free. Put your hand inside the cookie jar, take more than you need. And his example is exaggerated versions of me. And it's a version of him. And it's a version of she. And it's a version of you. There's no escaping the blame. The way we live is parasitic. Fuck for money and fame. Cut the music.
This isn't entertainment. This is real life. The way we live is lunacy, community, it declines. Hyperpolarized, always fighting, then we divide. Truth is less important than the money that we designed. Money's an invention. Politics from our invention. They all come from people's ideas. Did I mention? Border's an invention. Law and order fuel the tension. It leads to people killing each other. My solution? Ich muss hier kurz pausieren jetzt. Das ist gerade so intensiv. Ja, ich weiß, es ist auch sehr viel passiert. Ich muss das aber einmal ganz kurz brechen jetzt, weil, also Shiro hat geschrieben, Lieblingsstelle im Song sind wir alle und nicht nur die bösen Menschen da oben. Viele von uns wären genauso, wenn wir reich wären. Und ich stimme dem, glaube ich, zu. Also es gibt ja einen Grund, warum ein Großteil derer, die genug Kapital akkumuliert haben, um sich zu den reichsten Prozenten zu zählen, ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Ich glaube aber nicht daran, dass das daran liegt, dass Menschen einfach so sind. Ich glaube daran, dass das System dich dazu macht. Ich glaube halt an eine bessere Welt. Und ich glaube auch daran, dass Menschen nicht inhärent so sind. Ich glaube, dass das einfach eine ganz ekelhafte Nebenwirkung des Kapitalismus ist. Ich weiß nicht, wie er es hier meint. Nicht nur, wenn wir reich werden. Wir sind alle Konsumenten und als solche Teil des Systems. Das ist, finde ich, eine sehr verkürzte Darstellung, weil du als Individuum, um in diesem System zu leben und überleben, Konsument sein musst, sonst stirbst du. So, du musst konsumieren, um dich am Leben zu halten. Anders funktioniert es nun mal nicht. Ich finde immer, so Individualkritik an Konsumenten und Konsumentinnen ist immer nur so bedingt sinnvoll, weil dieser Konsum ja auch nur durch das System bedingt ist. So, und wir unterstützen das ist auch ein Ablenkungsmanöver in gewissen Sachen. Also das wäre natürlich jetzt ein bisschen in Conspiracy-Richtung, aber ich finde vor allem beim Thema Klimawandel das richtig hässlich, wie das extrem auf die Konsumenten abgeschoben wird. Das ist doch keine Conspiracy. Es ist natürlich wieder so von wegen, die bilden da um, so ganz schnell in der Richtung. Aber ist prinzipiell auch gewissermaßen so, aber dass wir dafür verantwortlich gemacht werden, du kaufst ja kein Bio, du holst ja nicht Fairtrade, du fährst ja nicht Fahrrad und das hätte so einen großen Einfluss, dass es so schnell abgewälzt wird auf die KonsumentInnen dann im Endeffekt. Und gar nicht mal so unbedingt. Der ökologische Fußabdruck ist keine Erfindung der Ölindustrie. BP hat da nur einen riesigen Marketingstand mit hingelegt. Der ökologische Fußabdruck an sich ist kein Ölindustrie erfundenes Messtool, sage ich mal. Das ist schon, hat schon seinen Ursprung in der Wissenschaft. Die Marketingkampagne dahinter ist von BP. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass genau das, was du sagst, halt leider sehr wahr ist. Weil, also selbst wenn du als deutsche Person, also wenn du dich nackt auf die Straße legst, hast du immer noch einen ökologischen Fußabdruck, der zu hoch ist. So, nur weil du in Deutschland bist. Das kann man jetzt komplett ewig auseinanderklabustern. Ja. Der Punkt ist, ich finde immer Konsumentinnen und an sich Konsumkritik angewandt auf einen Großteil der Weltbevölkerung definitiv weniger wichtig als Kritik am System und Kritik an den Industrien, die den Großteil dessen zu verantworten haben. Ob es nun durch Lobbyarbeit oder durch eigenverschuldete Umweltschäden ist. Keine Ahnung, wo ich mit dem Satz angefangen habe, aber ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Wir machen jetzt dieses Video weiter. Ich kann auch nicht mehr. Everything is subject to change. Eat the rich. We could build utopias if individuals were taught to use their brains. But if we teach kids in schools to always be sheep and put themselves before the herd if there's more money for me, then there's no future I see where the humans survive with parasites inside a petri dish with cannibal minds. Mold will grow upon the surface then consumes till it dies. And our fate could be the same without this story to the wise. "45. Jimmy comes home out of the rain, soaking wet upon a wheelchair, drinking again.
He is everything he wants, he is fortune and fame. He's a fortunate fool with an unfortunate fate. With a 45 caliber aimed at his brain. 45 a fitting number cause his age is the same. Here's the words of his father, it's such a damn shame. Then he presses on the trigger of a money game. Auch eine Referenz. Aber die kenne ich ja nicht, weil ich die ersten beiden nicht kenne. Richtig. Da einmal das Video rein. Ihr kennt's, also ihr habt's bestimmt alle schon geguckt, aber rein und auf jeden Fall Liebe dalassen. Ja, was sagst du? Ja, ist stark. Ist einfach stark. Ich muss mich ein bisschen im Kopf gerade dran halten, nicht daran aufzuhängen, dass ich den, aber den hat er im Endeffekt nicht, fand ich dann doch besser, weil ich dachte jetzt, dass es schlecht wird, hängt damit zusammen, dass er in Drogengedöns verwickelt ist, weil das mir halt ein zu klassisches Bild einfach wäre. Nein. Zu einfaches Bild. Aber es war ja im Endeffekt, der Absturz kam durch den Tod seines Vaters. Und durch dann die vom Vater induzierten Ansprüche an sich selbst und an den eigenen Erfolg. Also ich würde so formulieren, dass der Drogenkonsum nur ein Symptom des eigentlichen Themas ist. So, und deswegen finde ich es halt gut. Er kommt nicht dahin, wo er hin will, die ganze Zeit, egal was er tut, und braucht dann halt, ja, ich sag mal, Dopaminaufputschmittel, um das zu ertragen oder auf diese Ebene zu kommen im Endeffekt. Es ist stark. Ich liebe auch dieses, ich nenne es mal einfach Scheme. Also, dass er halt in den Lines einfach Alter und dann jetzt ist das. Alter und jetzt ist das. Also, dass immer diese Zahl genannt wird, dass man das einfach schön so verfolgen kann und einfach ein besseres Bild von der Figur hat und einfach, ich kann mir das sehr gut bildlich vorstellen, alles, was er gesagt hat. Ja, und das voll. Das habe ich bei englischen Texten nicht so häufig. Da hatte ich das einfach sehr stark. Ja, ich fand es einfach wirklich gut. Ich weiß nicht, ich kann jetzt gar nicht mal so super viel mehr dazu sagen. Ja, nee, brauchst du auch nicht. Das ist durchaus ein ausreichendes Statement. Ich finde es halt, es gibt sowas sonst nicht in der Musik. Also es gibt keinen anderen Musiker, den ich kenne, der ein perfektes 9-Minuten-Masterpiece darüber gemacht hat, das so in sich stimmig ist und also es ist einfach, ich könnte es halt nicht besser machen. So, und ich kenne auch keinen, der das besser machen könnte, was Ren da gemacht hat. Es ist halt wieder was völlig anderes als das, was wir davor gehört haben. Aber es ist halt einfach wieder Ren. Und es funktioniert in sich geschlossen einfach insane gut. Also ja, genau, Storytelling in seiner feinsten Art. Besser geht's nicht. Das ist halt, du kannst keine bessere Geschichte erzählen in einem perfekten Rap-Song. Ja, das ist, ja, die Geschichte zu nutzen, um ein Bild zu erschaffen, um die Gesellschaft zu kritisieren. Oder halt, das ist ein gewisses System da in dem Fall. Das ist halt komplett crazy. Und das Video. Ja, das Video war krank. Also Video geisteskrank. Video. Wow. Auch so Kleinigkeiten wie, dass er ja unbedingt ganz genau die Streicher anleiten muss. Also dieses Runterzählen. Nicht, dass die von selbst aus irgendwie weil die geben ja eigentlich den Takt an, nicht er. Also, ne, das ist ja das Instrumental, gibt ja den Rhythmus, den Takt, bla an. Aber er muss unbedingt 1, 2, 3, 4. Er muss das unbedingt angeben. Ne, von wegen so Kontrollsucht im Zusammenhang mit Kapitalismus. Da in dem Sinne. Das Video war, by the way, ein One-Take. Man kann das Behind the Scenes davon anschauen, empfehle ich sehr. Was? Ich dachte echt, da wären Schnitte drin. Also im Sinne von, als sie mal ganz kurz hinten an seinen Rollstuhl da hinten reingefahren sind und dann wieder... Krass. Hat auch Preise gewonnen. Als absolut richtig. Ja, fair. Aber wahrscheinlich nicht genug. Genau, da war ein Schnitt. Ein Schnitt kurz vom Regen. Aber selbst mit Schnitt ist es ja der absolute Wahnsinn. Also das einzige Video, was mich, glaube ich, also wenn wir jetzt nur von Video sprechen, ich glaube, This is America. Das ist, glaube ich, das einzige, was mich so vom Video noch mehr abgeholt hat, was mir jetzt in den Kopf schießt. Okay. Habe ich einmal geguckt, fand ich allgemein, ja, ist ein Hot Take. Ist einfach nicht, also ist musikalisch gar nicht meins irgendwie gewesen. Ja, aber weil Childish Gambino auch oberkörperfrei sehr cool getanzt hat, das hat halt da gefehlt. Naja.